China kann den Nahostkonflikt viel länger durchhalten als Amerika. Und Trumps Krieg mit Iran hat den wirtschaftlichen und politischen Wert Pekings extrem erhöht. Warum das so ist, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. In einem Wettbewerb darum, wer mehr Leid und wirtschaftliche Schmerzen aushalten kann, besitzt das kommunistische China eine nahezu unerschöpfliche Durchhaltefähigkeit. Ganz im Gegensatz zu einem chaotischen und innerlich zerrissenen Amerika voller gesellschaftlicher Ressentiments. Donald Trump reist demnächst als strategischer Bittsteller nach Peking. Er braucht dringend chinesische Hilfe, um sich aus einem Sumpf zu befreien, der seine Präsidentschaft zerstören könnte und den er selbst geschaffen hat. Der Preis dafür wird immer deutlicher. Xi Jinping wird seinen Einfluss auf Iran nutzen und es ist China, das entscheidende Komponenten für die iranischen Drohnen und Raketen liefert, um auf eine gesichtswahrende Einigung und die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz hinzuwirken. In einem Deal mit den USA wird China im Gegenzug dann erwarten, dass die USA Taiwan praktisch freigeben und damit zugleich das globale Zentrum der modernsten Halbleiterproduktion. Chips, von denen wir alle, von der auch die deutsche Wirtschaft und deutsche Verbraucher extrem abhängig sind. Vielleicht wird das jüngste amerikanische Memo an Iran oder eher die amerikanische Wunschliste diesmal mehr hervorbringen als die 4 falschen Hoffnungsphasen zuvor. Diese waren ja bereits in der Lage, die Märkte ganz schön zu täuschen. Helima Croft, Rohstoffchefin bei RBC Capital und ehemalige CIA-Analystin, sagt, dass Trumps hektische Versuche, einen schweren iranischen Angriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate herunterzuspielen, zeigten vor allem eins: wie verzweifelt er nach einem Ausweg sucht, und zwar noch vor Beginn der Sommerreisesaison und dann natürlich vor den Midterm-Elections, die im November auf ihn zukommen, und die Republikanische Partei. Iran wird ihm aber ganz sicherlich diesen Ausweg nur zu demütigenden Bedingungen gewähren. Wie wir seit Beginn des Krieges immer wieder gesagt haben, so Helima Croft, für ein Taco braucht es 2 Seiten. Eine Anspielung auf Trump always chickens out. Trump kneift immer. Während ich dieses Video aufnehme, also im Mai 2026, fordert Iran nach wie vor ein Ende der Sanktionen, die vollständige Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, 270 Milliarden Dollar an Entschädigung und dann eine Art Transitangabe für die Passage durch die Straße von Hormuz. Und in puncto Urananreicherung wollen sie die gleichen Bedingungen, die sie mit Präsident Obama 2015 ausgehandelt hatten. Die Revolutionsgarden haben jedes Interesse daran, den aktuellen Status von kein Frieden, kein Krieg, kein Öl noch einen weiteren Monat aufrechtzuerhalten. Dadurch können die Benzinpreise in den USA sehr schnell weit über den historischen Höchststand unter Biden von $5,16 pro Gallone steigen. Das wird den Republikanern enormen politischen Schaden zufügen. Bis dahin hätte die Welt weitere 400 Millionen Barrel ihrer Öl- und Treibstoffreserven verbraucht. Das globale Energiesystem würde zunehmend unter Druck geraten, mit dem Risiko eines explosionsartigen Preisanstieges. Michael Hay von Societe Generale meint, dieser kritische Punkt werde Mitte Mai in den Schwellenländern erreicht und Anfang Juni auch in den reichen OECD-Staaten mit ihren großen Reserven. Das einzige Land, das dabei kaum unter Druck gerät, ist aber China. Laut Energieexperten von Kepler lagen Chinas Ölimporte im April noch bei 90% des Vorkriegsniveaus. China hat es nicht nötig, sich einzuschränken. Zudem hat China mit Abstand die größten strategischen Ölreserven aller Länder auf der Welt. Man rechnet mit ungefähr 1,5 Milliarden Barrel an Reserven. China verfügt außerdem über eine ganz enorme finanzielle Stärke. Es wird sich damit in Südostasien weiterhin als Retter präsentieren können und wird Lieferungen von Diesel, Kerosin und Naphtha an dankbare Staaten wieder hochfahren. Das Land verfügt insgesamt über 6 Billionen Dollar an Währungsreserven. Es kann auf dem Weltmarkt praktisch unbegrenzt Öl einkaufen. Gleichzeitig hat Peking die Inlandspreise für Treibstoffe deutlich unter Weltmarktniveau
gedeckelt. Und hinzu kommt noch, dass China zu 95% energieautark ist. Sein Stromsystem könnte vollständig mit Kohle und erneuerbaren Energien betrieben werden, ganz ohne Gas. Bereits heute fahren dort 46 Millionen Elektroautos. Die Wirtschaft wächst offiziell um 5% oder etwa 3% nach alternativen Indikatoren. Der Immobilienmarkt beginnt sich in Peking und Shanghai nach einer schweren Flaute wieder zu erholen. Exporte boomen und der Handelsüberschuss erreicht Monat für Monat neue Rekorde. Soll man lachen oder weinen über die Behauptung, ein Stopp chinesischer Ölimporte aus Venezuela und Iran würde China in die Knie zwingen? Das ist ja genau das, was ja angeblich Trump bezwecken wollte mit der Entführung von Maduro und jetzt auch mit dem Angriff auf Iran. Schauen wir uns die Realität an. Die tatsächliche Entwicklung ist vielmehr, dass Trumps Krieg den wirtschaftlichen und strategischen Wert von Chinas Elektro- und Zukunftstechnologien massiv gesteigert hat. Wir können sicher sein, dass dieser Konflikt weltweit den Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu Solarmodulen, Batterien und Elektrofahrzeugen deutlich beschleunigen wird. Und genau diese Branchen sind es, die größtenteils von China dominiert werden. Daten von Ember zeigen, dass sich Chinas Solarexporte allein im März auf 68 Gigawatt verdoppelt haben. Natürlich will China Frieden im Nahen Osten und freie Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. Aber Peking hat es nicht eilig. In China herrscht die Ansicht, dass Trumps Krieg China auf nahezu jeder Ebene in die Hände spielt. Wirtschaftlich, militärisch, diplomatisch, technologisch und sogar im Hinblick auf zivilisatorische Glaubwürdigkeit. Die Welt sieht nun die Grenzen des überdehnten amerikanischen Militärs. Der Krieg hat offenbart, dass das Pentagon nicht auf das Zeitalter billiger Drohnen vorbereitet ist. Die fliegenden AK-47 asymmetrischer Kriegsführung. Peking erkennt außerdem, dass die USA Präzisionswaffen verschwendet haben, deren Ersatz Jahre dauern wird und deren Produktion ohne Gallium kaum möglich ist, ein Rohstoff, den China praktisch vollständig kontrolliert. China sieht auch, dass die ostasiatischen Verbündeten der USA ihrer Patriot-Abwehrsysteme beraubt wurden und dass bereits bezahlte Waffenlieferungen ausbleiben. Die entscheidende Frage lautet nun, wie weit wird China gehen, um diesen Moment auszunutzen und seinen Griff nach Taiwan noch zu verstärken? Die gesamte amerikanische digitale Wirtschaft hängt in ganz außergewöhnlichem Maß von einem einzigen Gürtel aus Chipfabriken in Taipei, Taiwan ab. Wenn diese Insel blockiert wird oder ihre Produktionskapazitäten gar zerstört werden, wäre das die wirtschaftliche Apokalypse. Das sagte kein geringerer als US-Finanzminister Scott Bessent noch vor dem Krieg beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die USA werden nämlich frühestens Anfang der 2030er Jahre fähig sein, ihre modernsten KI-Chips selbst in großem Maß zu produzieren und zu verpacken. Bis dahin könnte das Rennen um die globale KI-Vorherrschaft entschieden sein. Eric Fryman vom US Naval War College warnt davor, dass China die Entschlossenheit der USA mit sogenannten Gray Zone Operations testen könnte. Etwa durch eine Zollblockade, bei der sämtliche Schiffe und Flüge von und nach Taiwan über den chinesischen Hafen Fujian abgewickelt werden müssten. Dadurch erhielte China Zugang zu den Spitzenchips von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sowie faktisch auch zu den Lithografieanlagen von ASML, Technologien, die zurzeit von US-Sanktionen blockiert werden. Das würde das globale technologische Machtgleichgewicht massiv verschieben. Eine solche Blockade würde noch mehr asiatische Staaten in Chinas Einflussbereich ziehen. Ein Prozess, der bereits im Gange ist. Der State of Southeast Asia Survey Report zeigt, dass inzwischen 52% der asiatischen Bevölkerung China statt den USA wählen würden, wenn sie sich entscheiden müssten. Viele sehen Trump sogar als eine größere Gefahr als Chinas Expansion im südchinesischen Meer. Besonders bemerkenswert
Nur noch 34% in Singapur und 32% in Malaysia würden sich heute auf die Seite Amerikas stellen. Meiner Ansicht nach wird China Taiwan möglicherweise gar nicht erobern müssen. Die Insel könnte Peking wie eine reife Frucht in den Schoß fallen. Die Kuomintang-Partei, die das taiwanische Parlament kontrolliert, scheint eine Annäherung an China inzwischen als das kleinere Übel gegenüber dem heutigen Amerika mit seiner unberechenbaren Führung zu betrachten. Parteichefin Xing Li-won wirft Trump vor, Taiwans Chipindustrie aushöhlen zu wollen. Er wolle das Land wie einen entbehrlichen Bauern auf einem Schachbrett kaltstellen. Sie fordert die Taiwanesen auf, wieder zu lernen, Chinesisch zu sein. Die pessimistischere Sichtweise lautet jedoch, dass China derzeit ein einzigartiges Zeitfenster besitzt, um seine Vorteile auszuspielen. Bevor Amerika seine Chipindustrie wieder aufgebaut hat und bevor in Washington wieder kompetentere Kräfte die Außenpolitik bestimmen. China stand in der modernen Geschichte noch nie so stark da wie heute. Es ist die technologische Hegemonialmacht der Zukunft. Daran sollten wir keinen Zweifel haben. Der Westen wirkt zunehmend zersplittert. Amerika und Europa diplomatisch auf Konfrontationskurs. Und Amerikas Schutzgarantie für Ostasien wirkt heute so wenig glaubwürdig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Kommt nach der Pax Americana nun die Pax Sinica? Möglicherweise bewegen wir uns mit großen Schritten darauf zu. Deutschland freilich spielt bei diesen Überlegungen keine Rolle und hat sich selbst vor vielen Jahren ins Abseits manövriert. Wir Europäer, besonders wir Deutschen, sind daher zu Zuschauern degradiert und haben im Grunde genommen keine Möglichkeiten mehr, das Zeitgeschehen selbst noch in irgendeiner Weise noch positiv zu beeinflussen. Wenn ein Land zeigt, wie eine Energiewende erfolgreich funktioniert, dann ist es China, wo man sich eben nicht blind aus ideologischen Gründen nur auf erneuerbare Energien verlässt, sondern wo man ganz bewusst auch die Braunkohle weiter fördert, um günstige Energie produzieren zu können und um sich gerade in Zeiten der Krise die Unabhängigkeit bewahren zu können. Die katastrophalen Fehler, die Deutschland diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, werden vor dem Hintergrund der aktuellen Krise und der Art und Weise, wie positiv China darstellt, umso klarer. Das sollte auch dir zu denken geben und du solltest dir überlegen, wo du deine Zukunft siehst, wo du die Zukunft deines Vermögens siehst und ob es wirklich Sinn macht, hier noch alles auf eine Karte zu setzen oder ob man sich vielleicht buchstäblich nach neuen Ufern umschauen sollte. Eins ist klar, wenn du dich und dein Vermögen sichern willst, dann ist es wichtig, dass du weißt, was in der Welt passiert, dann ist es wichtig, dass du Geopolitik verstehst. Daran erinnern wir uns auch gerade heute, Anfang Mai, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wer damals antizyklisch sich verhalten hat, wer damals schon sein Vermögen außerhalb Deutschlands investiert hatte und sei es auch nur ein Edelmetalllager in der Schweiz, der konnte nach dem Krieg so richtig profitieren und dann günstig in Deutschland zum Beispiel Immobilien kaufen. Wurde dann aber leider gleich mit dem Lastenausgleich abgestraft. Krisen können auch immer dazu dienen, letztlich den Verstand zu schärfen und sich mit zunächst mal unbequemen Optionen zu schaffen, die aber dann im Nachhinein sich als die richtige Entscheidung herausstellen. Wenn du dich vor diesem Hintergrund auch mit dem Thema Auswandern oder Plan B beschäftigst, dann unterstützen wir dich natürlich gerne dabei. Ich selbst habe Deutschland schon vor mittlerweile 26 Jahren verlassen und wir helfen seit 20 Jahren deutschsprachigen Unternehmern, Freiberuflern und Investoren auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu diversifizieren und vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Lass uns ein Beratungsgespräch führen, komm zu einem unserer vielen Seminare und Events. Alle weiteren Informationen auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.